Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Zuallererst wünsche ich euch erstmal einen schönen 24. Dezember. Frohe Weihnachten euch und euren Familien. Ich hoffe, ja, bei euch sind soweit alle gesund und ihr könnt beieinander sitzen, die Zeit genießen und ja, ein bisschen lecker was schlemmen und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Geschenk. Auf jeden Fall gibt es das von mir noch, denn das Giveaway läuft tatsächlich noch bis Freitag. Ihr könnt euch sehr gerne nach wie vor hier noch eintragen und das Video von gestern, einfach auf das Video von gestern gehen und dort habt ihr noch die Chance, nochmal ein weiteres Mal bei diesem Giveaway teilzunehmen und weitere 100 Euro zu gewinnen. Wir hatten letzte Woche 100 Euro verlost, diese Woche jetzt nochmal als kleines Weihnachtsgeschenk von meiner Seite aus. Deswegen sehr gerne daran teilnehmen, einfach auf das Video von gestern klicken, das ist dann dieses hier. Ja, aber wir kommen jetzt auch direkt zum Video und zwar werden wir versuchen, und das ist ein Format, das haben wir eigentlich jedes Mal zum Legendary Dungeon, werden wir versuchen, einen Zero Death Run live im Video zu tryharden. Ja, das wird nicht immer gut gehen. Ob das klappt, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir jetzt gnadenlos bei den ersten Etagen sofort raus sind. Desto weniger Mehrwert kann ich euch natürlich bieten, aber vielleicht ist das Glück uns hold und wir werden ein wenig weiterkommen. Ich werde euch dabei, so gut es geht, meine Gedanken teilen, damit ihr vielleicht nachvollziehen könnt, warum ich manche Entscheidungen so oder so treffe. Ich muss dazu sagen, vielen lieben Dank für das echt positive Feedback nochmal gestern im Stream. Ich habe wirklich, ja, viele Leute jetzt im Chat schreiben sehen, dass nachdem sie meine Streams geschaut haben zu der Zero Death Run Thematik, ihre eigenen Runs deutlich verbessert haben und deutlich nach vorne gepusht sind und mehr ja, Legendaries jetzt schon Free-to-Play holen konnten als die letzten Dungeons. Das ist natürlich eine Sache, die mich sehr, sehr ehrt und was ich super gerne höre, wenn es bei euch dann auch gut läuft im LD und so weiter und so fort, ne? Und ihr da auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Ich sage nach wie vor, es ist ein Großteil natürlich glücksabhängig, das kann man nicht anders sagen, aber man muss auch in gewissen Situationen gut abschätzen können, nimmt man jetzt noch einen weiteren Schlüssel, kassiert man jetzt Schaden, weicht man lieber aus, das Schlüsselmanagement muss beherrscht werden, so, ne? Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt alleine in diesen Legendary Dungeon 11 Zero Death Runs gemacht, ja? Wir haben 6 auf unseren eigenen Account gemacht. Einen weiteren habe ich gestern noch auf den Krieger zufällig gemacht, so aus dem Ärmel, so nebenbei. Und dann haben wir ja die 4 Zero Death Runs, die wir quasi gecoacht haben bei Capso auf dem Account. Und da haben wir ihn ja wirklich 1:1 durchgeguidet, was er machen soll. Deswegen zähle ich die 4 Stück mal dazu. Deswegen kommen wir alleine jetzt in diesen LD jetzt bereits schon auf 11 Zero Death Runs, die wir rausgehauen haben. Davor hatte ich ja auch schon so um die ja, 10 plus auf jeden Fall. Das heißt, wir sind jetzt auf einer Gesamtzahl vielleicht jetzt von 20, 25 Stück insgesamt overall gesehen. So, ich habe es nicht ganz mitgezählt, ne? Aber so kommt es ungefähr hin. Und deswegen, ja, ist natürlich auch eine gewisse Routine mittlerweile schon da und es ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass manche Leute es ein bisschen schwieriger haben, vielleicht durch den Dungeon zu kommen und das bei mir im Verhältnis ein bisschen einfacher aussieht, beziehungsweise sich anhört, ja, und das kann man mal darauf schieben, dass es Glück ist, ja, das geht, das kann man auch zweimal und dreimal drauf schieben, aber nicht in diesen, ja, LD bereits schon 11 Mal, ne, und natürlich brauche ich auch meine Runs, bis da irgendwann mal was Gutes kommt und mal kriegt man auch auf die Schnauze, okay, dann ist das so, ja, aber wenn ich das so höre, das Feedback der Community, dass halt wirklich viele Leute das jetzt einfacher haben als vorher, nachdem sie halt so viele Runs von mir gesehen haben und ja, ich bereits jetzt schon in diesen LD 11 Stück habe und andere, die drauf gehen, noch gar kein, dann ist es irgendwo auch ein Stück weit wirklich mehr, dann vielleicht auch nicht nur Glück, sondern halt auch eben Können zum gewissen Teil. Aber ich will es gar nicht abstreiten. Meine Meinung ist nach wie vor 80% Glück, 20% Skill. Ja, aber andere sehen das auch tatsächlich anders. Das ist vielleicht so eher so 30, 40, manche sogar 50%, 50, 50 ist 50% Skill, 50% Glück, so dass man von beiden ein bisschen was braucht. Ich bin immer noch der Meinung, okay, es ist auch natürlich zum Großteil glücksabhängig. Deswegen gehen wir jetzt rein und ich kann natürlich auch für nichts garantieren, dass wir jetzt
dass wir jetzt aufs Maul bekommen, das kann ich euch nicht sagen. Ja, ich versuche halt einfach nur so weit zu kommen, wie es geht und das mitzugeben, was ich ja, so weiß, beziehungsweise was mich am weitesten gebracht hat. Okay? Zum Anfang der LDs gehen wir immer auf die Fragezeichen, weil wir haben immer Fragezeichen und Monster oder Buffraum und Monster oder Glückstür und Monster. Ja, auch immer nochmal eine Frage, die oft aufkommt, ist, beziehungsweise was viele verwechseln, wenn ein Fragezeichen da ist und ein Monster, das wissen zum Beispiel viele nicht, dann kann sich hinter den Fragezeichen nicht ein weiteres Monster verstecken. Wenn auf der linken oder rechten Seite irgendwo ein Monster zu sehen ist, dann ist auf der anderen Seite definitiv kein Monster mehr. Es sei denn, ihr habt den Schicksalsklunker, dass hinter Türen sich auch Monster verstecken können. Ne? Das nur nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Wir nehmen zum Anfang immer die Fässer mit, weil wir natürlich versuchen, so gut es geht, unser Glück heraufzubeschwören, weil wenn man einen Zero-Death-Run haben möchte, dann braucht man halt auch, wie gesagt, das Fünkchen Glück und das versuchen wir uns, so gut es geht, in den ersten Etagen zu holen. Gerade die ersten 5 Etagen, die bieten viele Fragezeichen gegen Monster an und bei den Fragezeichen, wenn gegenüber ein Monster ist, kann man immer Fragezeichen nehmen, dann kommt da meistens immer ein Fass, eine Kiste oder eine Leiche oder was weiß ich. Leichen immer liegen lassen, ja, es sei denn, ihr habt den Brocken der Gier, dann habt ihr eine 20%ige Chance, dass aus der Leiche auch ein Buff kommt, ist trotzdem noch sehr unwahrscheinlich, okay? Jetzt haben wir einen Debuff kassiert, das ist natürlich keine gute Grundvoraussetzung für uns jetzt hier. Wenn sowas passieren sollte, dann versuchen wir, den Debuff so gut es geht zu umspielen, ja? Wir nehmen immer die Gamble-Sachen am Anfang, also immer Glücksrad, Fass und alles sowas, weil wir können mehr profitieren, als dass wir verlieren können. Wir können zum Beispiel an Debuffs bekommen, zum Beispiel auch ausweichen, minus 80%, ist egal. Wir begreifen ja sowieso an die ersten Etagen, weil wir Schlüssel farmen wollen. Doppelte Tür, dass eine Tür zweifach so viel kostet, ist uns auch egal. Am Anfang wollen wir relativ wenig Türen nehmen, es sei denn, wir haben wenig Leben. Ja, dann ist es was anderes. Goldreduktion stört uns auch nicht. Ja? Was uns halt stört, ist Poison und halt eben das Teil hier. Und wenn wir kaputte Rüstung haben, versuchen wir möglichst das zu umspielen, indem wir jetzt erstmal was anderes machen. Deswegen, wir gehen durch die Buff-Tür. Okay. Kriegen jetzt hier doppelten Schlüssel, was nicht verkehrt ist. Ich habe mir jetzt eher One-Hit-Wonder gewünscht, das hätte das hier ausgekontert. Würde ich jetzt einmal angreifen, ja, und kriegen keinen Schlüssel. Das ist natürlich Worst Case. So, Ressourcenräume nehmen wir immer mit, weil das ist tatsächlich eine Free-Etage und nach der Free-Etage könnte es sein, dass wir wieder vielleicht Monster gegen Fragezeichen haben, dass wir wieder Fragezeichen nehmen können oder halt eben Buff-Raum oder Glücksrad und sowas. Deswegen nehmen wir das jetzt und wir umspielen erstmal einen Raum, die kaputte Rüstung. So, nehmen wir mit. Ist ein Raum weniger, wo wir das nehmen müssen. So, jetzt gambeln wir hier drauf. Kriegen Sanduhren. Schade, ist bisher leider kein guter Run, kein Glück bisher großartig, aber auch wieder hier. Wir gehen weiter und haben hier eine Etage die kaputte Rüstung umspielt. Ja, so, jetzt haben wir hier nochmal einen Buffraum. Was kriegen wir? Ein Dietrich, ist okay. Wir versuchen jetzt mal auszuweichen. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück, wenn nicht, dann ist es so. Ansonsten können wir danach dann nämlich die Monster farmen mit dem Schlüsselerlebnis. Gut, Rüstung triggert, okay, ist Worst Case, ja, kann man nichts machen. So, jetzt haben wir langsam einen kritischen Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt würde ich so langsam anfangen, schon, wenn ihr wirklich Zero Death Run spielen wollt, Türen zu nehmen. Denn wenn ihr nachher Hälfte Leben habt, dann müsst ihr immer gucken, weil der 25. Gegner zieht euch ja auch richtig viel Leben ab. Und wenn ihr dann schon ja nur mit einem Fitzel mit 1 HP rumrennt in der 25-Plus-Etage, ist nicht gut. Deswegen, wir greifen ihn jetzt mal an, dann haben wir ungefähr Hälfte, 2 Schlüssel, okay, und weichen jetzt aus. So, ist worst case, ja, also da kann ich halt einfach jetzt auch, ne, das ist so, kann ich jetzt nichts machen. So, was wir jetzt machen, ist hier folgendes, wir versuchen jetzt uns halt eben Leben zurückzugewinnen, Buffs zu bekommen, One-Hit-Wonder, Heal, wir brauchen jetzt einen Heal. Wenn kein Heal kommt, ist GG, ja, dann kann ich an der Stelle auch nichts machen und ich kann euch dann nicht weiter jetzt durchguiden durch den Dungeon. Wir haben wirklich jetzt hier das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. So, ne? Das sind so diese kleinen Kniffe, so zum Beispiel diese Ressourcenräume annehmen, um eine Etage weiterzukommen und sowas halt, ne? Weil in der nächsten Etage könnte ein Buff sein.
gerade der Anfang ist super, super wichtig. Ja, so, nächstes Case, Monster, Fragezeichen, gehen wir durch das Fragezeichen, weil da kann kein Monster sein. Auch wenn hier eine Falle ist, nehmen wir in Kauf, weil wir wollen sowieso jetzt gerade nicht fighten. So, nehmen wir, Fragezeichen, nix hinter, auch wieder Worst Case an der Stelle. Wir brauchen jetzt ein Fass, unbedingt irgendwie irgendwas. So, Tür nehmen wir auf jeden Fall. Fass, Heal bitte. Okay, dankeschön. Wir sind wieder back in Game. Let's go. So, jetzt können wir auch wieder einmal fighten, weil wir haben über Hälfte Leben, kriegen 2 Schlüssel. Sehr schön. So, Ressourcenraum nehmen wir mit. Eine Etage weiter. Gibt uns eventuelle Chance auf neue Buffräume etc. pp. So, jetzt haben wir 4 Schlüssel, Hälfte Leben. Wir haben aber noch einmal Schlüsselerlebnis. Hätte ich jetzt nicht Schlüsselerlebnis, würde ich flüchten. Mit Schlüsselerlebnis fight ich jetzt einmal, weil wir wollen nicht unbedingt unter die Hälfte leben. So, Schlüsselerlebnis hat leider nicht getriggert. Wir haben aber jetzt 5 Schlüssel plus einen Dietrich und Buffraum. Gucken wir, was wir kriegen. Fallenentschärfer ist okay und jetzt flüchten wir. Werden leider wieder getroffen, haben überhaupt kein Glück mit den Flüchten. Ja, aber hoffen mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Gut, Dietrich hat leider nichts gebracht. Hier Fragezeichen gegen Monster, hier ist wieder irgendwie entweder ein Fass hinter, gar nichts oder eine Kiste oder eine Leiche, aber kein Monster. So, gut, Leiche bringt uns leider auch nichts, lassen wir mal liegen, denn wir heben generell keine Leichen auf, es sei denn, wir haben Brocken der Gier und wir sind in einer Notsituation, denn wenn ihr die Leiche aufhebt und fightet, dann macht die Leiche mehr Schaden, als wenn ihr das normale Monster gefightet hättet, was auf der anderen Seite gewartet hätte. So, deswegen lassen wir die Leichen per se liegen und gehen weiter. So, jetzt haben wir leider hier auch keine normale Tür, sondern einfach Stein. Ja, wir haben immer noch 5 Schlüssel, was okay ist, und Fallenentschärfer ist auch okay, aber wir müssen jetzt fliehen. Gut, das klappt. Jetzt würde ich hier an der Stelle anstatt dem Monster durch die Falle, durch die Cursed-Tür, ja, wir haben eine Chance, dass wir fliehen können, wir haben aber auch eine Chance, dass wir vergiftet werden oder irgendwie einen anderen schlechten Debuff bekommen. Allerdings gamblen wir jetzt einfach mal, dass wir, ja, okay, ja, es ist nicht so nice, aber wir brauchen jetzt sowieso erstmal Türen. Ja, erstmal durch die Türen durch und jetzt irgendwie nochmal ein Heal, sehr schön. Wir gehen direkt nochmal durch eine Tür, weil wir wollen jetzt erstmal nicht großartig fighten. Versucht immer, ja, einigermaßen Schlüssel am Start zu haben. 3, 4 Stück ist okay für Ebene 20. Ich gehe nochmal durch die Tür, weil wir jetzt einfach ein bisschen mehr Substanz brauchen. Wir haben jetzt nicht viel an Buffs so für die nächsten Etagen. So, wir kommen jetzt aber noch eine weiter. Gut, da ist nix. Jetzt würde ich hier einmal ein Monster fighten, ja, um Schlüssel zu bekommen. 3 Stück haben wir. Gut, Monster, gehen wir hier lang. So, was bekommen wir hier? Nix weiter. Wir gamblen auf das Glücksrad, weil wir haben nicht großartig viele Schlüssel. Deswegen, wir gucken, wir brauchen für ein Zero Death Run brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall auch was rausnehmen. Okay, gut, das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Nehmen noch einen Heal mit. Ein Heal, ein Dings. Hier Buffraum. So, und jetzt weichen wir erstmal aus, weil wir wollen jetzt erstmal den Fluchtassistent ausnutzen. Ja, große Ziel ist, 3 bis 4 Schlüssel zu bewahren, entweder 3 für den großen Heal oder 4 für das große One-Hit-Wonder. Ja, so, hier bekommen wir jetzt Anhänger des Schlüsselmeisters, eine Tür immer verschlossen, Chance auf epische Türen, verlängert diese Dauer von Segen. Ich muss sagen, ich habe immer schlechte Erfahrungen mit Anhänger des Schlüsselmeisters, weil eine Tür ist immer verschlossen, das heißt, immer müsst ihr entweder durch diese Tür dann durch oder durch eine Falle durch oder ne, ihr müsst einen Schlüssel usen. Man kann die nehmen, wenn ihr viele Schlüssel habt. Wir haben aber gerade nicht viele, deswegen wir müssen immer Schlüssel haben, damit wir alternativ die Tür halt nehmen können. Ansonsten wird es halt schwer, weil eine Tür halt immer verschlossen ist. Es ist cool, wenn man ausweicht, hier natürlich dann Schlüssel zu bekommen, aber ja, meistens weichen wir nicht aus. Verlängert die Dauer von Segen um 1 ist okay, wir können dann aber keine Fässer mehr annehmen, ist nicht so geil. Ich würde das jetzt trotzdem nehmen, weil wir haben jetzt noch hier diesen Buff am Start, den Ausweichassistent. Der spielt uns jetzt noch gerade in die Karten, weil wir halt eben ausweichen können und deswegen nehmen wir das jetzt erstmal auch und können dadurch vielleicht ein paar Schlüssel noch gewinnen. Ja? Und den wollen wir jetzt erstmal auch usen, weil die anderen Buffs, die halten ja jetzt erstmal. Die gehen uns ja nicht flöten.
aber der Fluchtassistent geht uns flöten. So, den nehmen wir jetzt mal mit. Ich hoffe wirklich, wenn ein Schlüssel da ist, 80%ige Chance, dass wir den bekommen, 20%, dass wir Gift bekommen. Wir gambeln drauf. Gut, sehr schön. Meistens habe ich immer kein Glück. Ja, so, jetzt nehmen wir natürlich den Buffraum mit. Das kriegen wir, Dietrich, gut. Haben den Fallenentschärfer getauscht, nicht so geil. Weichen jetzt einmal aus. So, und nehmen jetzt erstmal den Dietrich, weil Ziel ist jetzt erstmal zum Schlüsselhändler zu kommen, um halt eben das Leben zu regenerieren, was uns halt eben fehlt. Ja, und dabei gehen wir jetzt auch nochmal hier durch. Den Goldraum nehmen wir mit. Sehr schön, hier nochmal. Und ja, jetzt müssen wir eine weitere Tür aufmachen, weil durch die Fallentür wollen wir generell meistens vermeiden. So, da sind wir jetzt beim Schlüsselhändler und hier ist die Regel, wenn ihr so, keine Ahnung, 80-90% habt, könnt ihr One-Hit-Wonder nehmen. Ansonsten, ja, halt eben den großen Heal. Wir haben jetzt sowieso nicht so viele Schlüssel am Start, wodurch wir sowieso den Heal nehmen müssen, weil wir nur 3 Schlüssel haben. Und deswegen gehen wir mal rein und suchen den. So, was hier noch ganz wichtig ist auf dieser Ebene, das haben auch viele nicht auf dem Schirm, bis 26 bis 50 haben wir halt die Chance, noch Schlüssel zu farmen, weil wenn wir die Gegner angreifen, können wir maximal einen Debuff bekommen, dass wir weniger Gold kriegen. Ab Etage 50 plus, wenn wir dort Monster fighten, bekommen wir als Debuff eine Vergiftung. Deswegen wollt ihr möglichst noch die Schlüssel farmen auf dieser Ebene hier, weil hier ist nachher Sense. Dort ab hier wollt ihr keine Monster mehr fighten. Ja? Ihr wollt die meisten Monster hier fighten und alternativ hier mit einem richtigen Buff. Hier ist nachher schwer wegen Gift, hier das Gold juckt nicht. So, jetzt fighten wir erstmal Monster, weil wir haben Heal, plus wir versuchen noch Schlüsselerlebnis zu usen, haben jetzt zweimal leider gar nichts bekommen. So, jetzt haben wir hier die Situation, wir haben hier noch einen Buff, den können wir mitnehmen, ja, haben aber das Risiko, dass wir den hier eintauschen, okay? Gegenüber steht ein Fragezeichen mit einer Falle. Würde ich jetzt mal einfach gambeln, dass wir jetzt das nehmen können Fallenentschärfer bekommen, Dietrich, irgendwas, Fluchtassistent, super. Super, 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 ja, aber erstmal fighten wir noch. Den fighten wir auch nochmal. So, und jetzt weichen wir aus und versuchen mit dem Fluchtassistent hier ein paar Schlüssel zu farmen noch. Ja, das klappt tatsächlich auch ganz okay. Die Falle würde ich liegen lassen, aber Fluchtassistent ist halt einfach zu gut, dass ich den nochmal mitnehme. So, jetzt kann man Monster fighten. Allerdings haben wir jetzt halt auch nicht mehr, ja, wir müssen gucken mit unserem Leben, dass wir da jetzt einigermaßen irgendwie durchkommen. So, Falle würde ich ungern nehmen. Ja, wir müssen jetzt einen weiteren Schlüssel nehmen und hoffen, dass wir hier was bekommen. Ganz, 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 ganz schlecht. Ganz, 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 ganz schlecht. Okay, normalerweise könnte man jetzt nochmal einen mitnehmen. Jetzt müssen wir versuchen, irgendwie durchzukommen, ohne Schaden zu bekommen. Gut, wir sind ausgewichen, haben sogar noch einen Schlüssel zusätzlich bekommen. Wir gehen weiter, weil wir wollen mindestens 3 Schlüssel haben. Für den nächsten Heal, der kommt ganz, ganz spät jetzt erstmal, beziehungsweise der Schlüsselhändler kommt halt nach den Challenge-Räumen, wenn wir 50 plus absolviert haben. So, schade, das macht richtig Aua. Gut, wir müssen hier drauf gambeln, bekommen leider gar nichts. Gut, und jetzt versuchen wir, um den Debuff nochmal herumzuspielen, eine Ebene, gehen hier rein, kriegen leider nichts und jetzt müssen wir halt eben gucken, dass wir ausweichen. Klappt nicht. Gut, jetzt sind wir in einer absolut kritischen Situation, dass wir hier jetzt nicht mehr weiterkommen, wenn wir jetzt kein Heal bekommen. Das heißt, wir kommen jetzt nicht mehr durch den 50. Das reicht nicht mehr aus vom Leben her. Das heißt, wenn jetzt hier hinter kein Heal ist, dann ist GG. Ja. Und jetzt muss das Fass gönnen. Okay, gut. Das war es gewesen. Ja, hier kommen wir dann nicht mehr weiter. Schade. Sind wir bis zur Ebene 50 gekommen. Ja, ich sag's euch so, wie es ist. Dieser Buff hier, der gönnt fast nie, obwohl er diese Folge echt okay, solide war. Aber meistens habe ich damit keinen Erfolg. Ja, Freunde, wir sind bis Ebene 50 gekommen, Free-to-Play. Man kann es nicht immer heraufbeschwören, aber im Schnitt kommt man weiter, wenn man halt eben ein bisschen smart spielt und ein bisschen überlegt, was man macht. Ja, es ist kein Zero-Death-Run geworden, das kann es auch nicht immer sein, aber ihr habt ja gesehen, an einigen Situationen, gerade zum Anfang des Spiels,
ist es halt, muss man halt clever agieren so. Ne? Man muss versuchen, um Debuffs herumzuspielen, gucken, wann man was nimmt, um zu überleben. Ja, manche wären vielleicht schon auf der ersten Ebene verreckt, weil die jetzt, keine Ahnung, stumpf Monster angegriffen hätten oder ausgewichen wären oder so. Oder halt eben dieses Basiswissen einfach nicht haben. Aber ich hoffe, ihr konntet jetzt durch diesen kleinen Einblick ein bisschen was mitnehmen. Ja, ist kein Zero Death Run geworden, aber es war ein guter Try trotzdem. Ja, es wäre sowieso jetzt schwer geworden. Wie gesagt, danach kommen die Challenge-Räume. Beim Challenge-Raum nehmt ihr immer den ersten und geht dann raus direkt, weil dadurch habt ihr einen Free-Raum relativ früh und könnt dann weitermachen und dann erst ab 65 kommt dann nachher der Schlüsselmeister. Bis dahin müsst ihr halt gucken, dass ihr wieder 3 bis 4 Schlüssel habt, um dort halt eben auch den dementsprechenden Buff zu kaufen, One-Hit Wonder oder den 6er Heal, um dann weiterzukommen. Ja, hat nicht geklappt, aber war ein guter Run und vielleicht konntet ihr ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, einen schönen Heiligabend. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.